Krankenschwester getroffen, die hat ihn in das gute Haus genommen. Und im Allgemeinen, ich schaue sehr holländisch aus, blonde Haare und blaue Augen. Und ich war keine gute Schülerin zur Zeit. Ich war immer sehr sportlich und so. Ich habe die Versteck sehr schwer sitzen. Ich habe den ganzen Tag, 2 Jahre, könnt ihr euch vorstellen, habe ich so sitzen müssen. Ich habe nicht viel gelesen und so. Was habe ich gemacht den ganzen Tag? Ein bisschen gezeichnet, ein bisschen gestrickt, aber es war schrecklich. Und meine Eltern haben beschlossen, wir haben falsche IDs gehabt. Und dass wir ab und zu meinen Vater und Bruder besuchen gehen. Damit habe ich sehr gefreut, einmal im Monat vielleicht haben wir sie besucht. Und also das, wo sie jetzt übersiedelt waren in Amsterdam, das war sehr nah von mir. Und am Sonntag, wo sie dorthin gezogen sind, haben wir sie besucht. Und am Dienstag war es mein 15. Geburtstag und die Leute haben ein Ei mir zum Frühstück gegeben, das war sehr besonders, war sehr wenig zu essen zur Zeit, in 1944. Und also wir sitzen beim Frühstück und da ist an der Türe geklopft und am Tag war es immer nichts passiert. Und der Besitzer macht auch die Tür auf und die Nazis rennen herein und gehen gleich zu meiner Mutter und mir und nehmen uns weg. Und wir sind zu den Gestapo Headquarters, Hauptbüro gegangen und sie haben mich getrennt von der Mutter, haben mich in ein kleines Zimmer genommen, dunkel, nur so ein Licht drauf, ein Sessel und so ein Tisch und ein großes Bild von Hitler an der Wand und haben mich angefragt, wo warst du die 2 Jahre, wer hat euch geholfen, wo habt ihr eure Ration Cards bekommen und weiter und weiter und weiter. Und ich muss sagen, ich war in Schock. Ich habe gewusst, jetzt sind wir arrestiert, die Mutti und ich, und das wird tot sein. Also mit 15, könnt ihr euch vorstellen. Und dann haben sie mich geschlagen und gesagt, sie werden meinen Bruder töten, wenn ich nicht spreche. Und dann habe ich plötzlich verstanden, also die müssen auch arrestiert sein. Also ich habe das überhaupt nicht mehr verstanden, angefangen zu weinen und habe wirklich nicht gesprochen. Haben sich hingeschmissen, dann haben sie mich gehen lassen und in ein kleines Zimmer geworfen und da war der Heinz, der Vater und die Mutti. Und der Vater hat erzählt, die Nazis sind mit ihren eigenen Schlüsseln in das Haus gekommen, wo die Krankenschwester war. Also die Krankenschwester war ein Spion, hat eigentlich für die Nazi gearbeitet. In dem Haus, wo also mein Vater und Bruder hineingelockt waren, hat sie über 200 Leute verraten. Nach dem Krieg war auch ist sie verurteilt worden, aber nur für 4 Jahre. Meine Mutter war dabei bei der Gerichtsansprache. Ja, und also da sind wir nach Westerbork, das war, wo man die Leute hingeschickt hat, bevor sie nach Osten gegangen sind. Und das ist auch eine kleine interessante Geschichte, was ich eigentlich erst jetzt erfahren habe. Ich sage immer, also am Mittwoch, am Dienstag sind wir arrestiert worden, am Mittwoch sind wir in dieses Camp in Holland geschickt, Westerbork, und am Freitag waren wir schon auf einer Liste, um nach dem Osten transportiert zu werden. Und ich habe jetzt das erste Mal voriges Jahr in diesem Westerbork gesprochen und habe das die Geschichte natürlich erzählt und habe gesagt, ich erinnere mich eigentlich gar nicht von Westerbork, aber ich war ja dort nur 1,5 Tage. Und der Direktor sagt, das ist falsch. An diesem Freitag war kein Transport. Ihr seid erst den nächsten Freitag auf Transport gegangen. Und ich habe gesagt, nein, nein, das gibt's nicht. Hat er mir gezeigt, dieses Datum, dann wart ihr auf Transport. Also, was das bedeutet, dass war so in Schock durch das Ganze, dass diese ganzen 10 Tage sind vollkommen aus meinem Gedächtnis gekommen. Und auch als ich das gewusst habe, habe ich probiert nachzudenken, ob ich mich irgendetwas erinnere von dieser Zeit. Keine Ahnung, ob wir zusammen waren, ob wir gearbeitet haben,
wo wir untergebracht waren, keine Ahnung. Also so habe ich einen schrecklichen Schock gehabt, weil ich habe eigentlich angenommen, das ist das Ende von unserem Leben. Aber in meinem Fall habe ich viel Glück gehabt. In Westerbork, als wir auf Transport gegangen sind, ich habe noch immer dasselbe Kleid angehabt vor 10 Tagen, was ich angehabt habe, aber jemand hat meiner Mutter einen Mantel und einen Hut gegeben. Und auf Transport, also das habt ihr sicher gesehen, auch auf Bildern, die Transporte waren in Viehwagen, eiserne Waggone ohne Fenster, nur ein ganz kleiner Slit mit Stacheldraht drüber. Und 2 Kübel haben sie hineingestellt, eine für Trinkwasser, das andere für 770 Leute auf die Toilette zu gehen, ein Kübel, könnt ihr vorstellen. Das ist einmal in 24 Stunden ist es gewechselt. Das ist natürlich übergelaufen und der Gestank und grauenhaft, war fast keine Luft zu atmen. Man hat nicht sitzen können, war nicht genug Platz. Die meisten Leute sind gestanden, ab und zu hat man sich gewechselt. Einmal im Tag sind diese Kübel gewechselt und große Stücke Brot sind hereingeworfen, wie man wilde Tiere füttern würde. Nicht genug natürlich für alle Leute. Es war sehr heiß, aber das war das letzte Mal, dass wir zusammen waren als eine Familie. Und mein Vater mit Tränen in den Augen hat sich entschuldigt bei uns, dass jetzt ist er machtlos, jetzt kann er uns nicht mehr beschützen. Und Heinz, will ich euch jetzt etwas von ihm erzählen, er war ein sehr, sehr accomplished, also sehr gut, accomplished, kennt ihr das Wort in Englisch? Ja, Musikspieler. In der Wohnung, war eine möblierte Wohnung in Amsterdam, war ein Klavier. Er hat komponiert, er hat Gershwins Rhapsody in Blue, ein sehr schweres, hat er auswendig gespielt. Er hat auch eine Gitarre gehabt, eine Akkordeon, hat eine kleine Band gehabt. Also er war sehr, sehr musikalisch, sehr, sehr talentiert, hat auch komponiert, aber in Versteck hat man natürlich ganz, ganz ruhig sein müssen. Hat er natürlich keine Musik mehr machen. Und er war in allen möglichen Sachen sehr begabt, hat er angefangen zu malen. Und da hat er mir erzählt, also in dem Versteck, wo sie geflüchtet sind, bevor sie weggeflüchtet sind, hat er die Bilder, die er gemacht hat, versteckt unter dem Floor mit einem Zettel drüber. Diese Bilder sind von Heinz und Erich Geiringer gemacht und nach dem Krieg werde ich sie wieder abholen. Und er hat gesagt, du wirst wundern, was ich da gemacht habe. Auch hat er sich viele Gedichte geschrieben. Leider sind sie in Holländisch. Ich habe sie in Holländisch, ist ein Buch heraus, aber es ist, Gedichte zu übersetzen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Und sehr ernste Gedichte, viel über Tod. Weil Heinz muss sagen, weil er so ein Künstler war, in jeder Beziehung war er sehr philosophisch und wie er 12 Jahre war, wir haben in Amsterdam im gleichen Zimmer geschlafen, eine kleine Wohnung gehabt und in der Nacht sagte er einmal, ich habe sehr Angst vom Sterben. Was wird passieren, wenn wir sterben? Und ich habe gesagt, also ich weiß auch nicht, aber wir sollen den Vater fragen. Und in der Früh sind wir zu ihm gegangen und Heinz hat gesagt, Vati, was wird passieren, wenn wir sterben? Und mein Vater hat gesagt, ja natürlich, dein Körper wird auseinandergesetzt, aber alles, was du gemacht hast in deinem Leben, jemand wird sich erinnern. Und wenn du Kinder hast, wirst du natürlich in den Kindern weiterleben. Und dann sagt der 12-jährige Bub, aber was wird sein, wenn ich keine Kinder habe? Mein Vater ein bisschen nachgedacht und hat eben gesagt, auch wenn du ein kurzes Leben hast, etwas wirst du gemacht haben und es werden Leute sein, die sich an dich erinnern. Und also das hat er akzeptieren müssen. Und ich habe jetzt ein Buch geschrieben, es ist leider nicht übersetzt in Deutsch, es ist called The Promise, die Versprechung von meinem Vater an den Heinz,
dass er nicht vergessen sein wird. Also die Bilder habe ich dann wirklich nach dem Krieg aus diesem Boden wieder abgeholt und habe sie ein paar Jahre, jetzt vor ein paar Jahren, dem Versetzmuseum in Amsterdam geschenkt. Weil ich habe gedacht, wenn viele Leute das sehen können, die haben eine Ausstellung, dann wird er eben nicht vergessen. Und auch in Südafrika, wo ich auch gesprochen habe und auch Heinz Geschichte erzählt und so, haben sie auch eine Ausstellung gemacht über sein Leben. Wir haben jetzt eine Kopie in England, das in Schulen geht, und ich arbeite jetzt eine Kopie zu machen für Amerika, aber vielleicht können wir auch eine Kopie für Deutschland und Österreich machen. Ich glaube, die meisten Schüler lernen jetzt Englisch, also ich glaube, es müsste nicht unbedingt in Deutsch übersetzt werden. Und ich habe Kopien natürlich gemacht und auch Postkarten. Leider habe ich das vergessen, weil ich habe nicht gewusst, dass ich an der Schule sprechen werde. Ich habe hier ein paar Kopien, die wir euch zeigen können.